rein elektrisch finde ich das viel geiler. Theo, was ist denn hier los, Mann? Wie beim neuen C63, der größte Witz vom Sound her, null Emotionen mehr. Also Leute. So Robert, waren wir schon eine Runde baden? Nee, ich noch nicht. Das siehst du mal, was wir wieder hier für eine schöne Location gefunden haben, oder? Ach, das ist traumhaft. Ein Traumausblick hier außerhalb von LA und man merkt mal, wenn man eine Stunde fährt, wie viel kälter es auf einmal geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo wir uns hier befinden. Leute, wir sind nämlich auf dem Weg hier im neuen 7er BMW. Im letzten Video sind wir ja die 760er Version gefahren. Bedeutet 544 PS, der schöne 4,4 Liter V8 Biturbo-Motor, Beschleunigung 0 auf 100 4,2 Sekunden gewesen. Also das war schon eigentlich echt ganz geil zum Fahren, aber mich reizt das hier deutlich mehr. Komischerweise, weil ich meine, ich bin Petrolhead durch und durch, aber hier, BMW hat zum ersten Mal einen voll elektrischen 7er BMW rausgebracht. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, ich bin mal wirklich gespannt, wie das hier wird, weil für mich persönlich könnte mir das hier beim neuen 7er BMW besser taugen als der Verbrennermotor. Ich weiß, das hört sich jetzt total beschissen an, Leute, aber hier 7er BMW, rein elektrisch, kann ich mir schon echt geil vorstellen. Und ich meine, wir haben jetzt hier eine Leistung, komischerweise eigentlich, selbe Leistung wie beim 67er. Ich meine, hier auch jetzt 67er, aber eben rein elektrisch. Selbe Leistung, 544 PS, ein bisschen weniger Newtonmeter, 745 Newtonmeter. Gewichtstechnisch sind wir schon ein gutes Stück schwerer geworden. Und zwar satte 370 Kilo. Was war das nochmal, Robert? Ich glaube 2600... Ja, 50, 70, irgendwas, sowas, ja. Auf jeden Fall insgesamt 370 Kilo mehr. Was aber komischerweise wiederum in Ordnung ist, weil allein diese Batterie, Leute, wiegt hier schon 700 Kilo. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine richtige Ansage. Aber man muss dafür sagen, wir haben eine Reichweite von 615 Kilometern, was schon mittlerweile echt ordentlich ist. Weil für mich ist ein Auto, wo ich sage, wenn die rein elektrischen Fahrzeuge und vor allem hier 7er Modell mal irgendwann in Richtung 700 Kilometer gehen, dann wird das richtig interessant. Was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist, wir gehen mal nach vorne. Ich meine generell, ich war am Anfang nicht so der Fan vom neuen 7er. Ja? Auf den Bildern, Leute, wirkt das ganz anders, als wenn man hier live davor steht. Und vor allem, ganz ehrlich, Leute, hier jetzt in dieser mattschwarzen Lackierung und dann hier mit den geilen Scheinwerfern, hier wieder mit den Swarovski-Steinen drinnen, optional, was man ausstatten kann, finde ich, sieht das schon richtig geil aus. Und noch geiler finde ich eigentlich mittlerweile, dass Verbrenner und Elektro genau gleich aussieht. Die BMW hat es hinbekommen, dass die Autos genau gleich aussehen und das ist gar nicht so einfach, denn rein elektrisch muss man so viel auf die Aerodynamik achten, ne? Und da hat BMW es wirklich hinbekommen, dass alles genau gleich aussieht und vor allem auch ziemlich cool hier mit dieser schwarzen Niere. Und wenn wir mal zur Seite gehen, wir haben ja auch hier das komplette M-Paket am Start, bedeutet auch hier wieder die schönen Felgen im 21 Zoll Format das Ganze gehalten. Und wenn wir jetzt mal weiter hintergehen, das ist eben der Part gewesen, was mir beim 7er gar nicht bisher gefallen hat. Aber es kommt immer mehr und mehr. Und hier auch in der Lackierung, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Das ist jetzt, ich würde jetzt von der 10, würde ich jetzt auf jeden Fall eine 6 geben. Vielleicht auch eher nur eine 5. Robert, was meinst du? Nee, das ist schon eine stabile 7. Ja, aber ja, ein 7er. Ja, gebe ich dir recht, beim 67er, beim Verbrenner, weil du da die geilen Endrohre stimmt. hast. Hier fehlen die Endrohre, deswegen kann ich da leider nur eine 5 oder eine 6 geben. Und sonst generell, ja, vom Fahren her habe ich ja gesagt, ich bin mal wirklich gespannt, wie hier der neue 7er sich fahren lassen wird, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze mir mehr taugen wird als der Verbrenner. Und ja, ich meine, Robert und ich, wir sind jetzt gerade schon die letzte halbe Stunde gefahren, sonst wären wir hier nicht an dem schönen Ort. Und ich sage euch eins, Leute, wir fahren jetzt dann gleich gemeinsam. Aber Robert,
Was sagst du? Es ist unmenschlich, es ist ein Es ganz ist anderes wirklich, Gefühl. es ist wirklich unmenschlich, Leute. Es ist genau das eingetroffen, was ich im letzten Video gesagt habe, dass mir hier vielleicht der 7er rein elektrisch mehr taugen wird. Und es ist so geil von der Leistung her. Es ist so perfekt, es ist vom Ansprechverhalten. Es passt genau zu dem Auto. Ich könnte mir einen M5, einen M4 niemals rein elektrisch vorstellen, beziehungsweise halt einfach emotional. Aber hier, ihr werdet es jetzt dann gleich sehen, Leute, es ist sowas von geil. Ich hoffe, es wird einigermaßen auf der Kamera rüberkommen. Robert, was gibt es noch zum Sagen zum Auto? Ich meine, das meiste haben wir ja beim letzten Mal schon erzählt. Richtig. Übrigens, Leute, Robert ist einfach mal ganz entspannt im Auto drinnen gesessen. Hinten natürlich und hat einfach mal Video geschnitten. Ich würde mal sagen, Robert, du blendest einfach mal den Clip davon Ja, ein. selbstverständlich. Was aber auch noch wichtig ist, Leute, bevor wir einsteigen, wir gehen mal hier nach drüben. Und zwar, das finde ich vom BMW auch cool gelöst. Und zwar, sonst hast du ja meistens immer diese Stecker irgendwo vorne oder sonst irgendwo, das einfach nicht geil aussieht. Aber hier ist es einfach 1:1 übernommen, dieser Tankdeckel wie bei einem Verbrennerauto. Und dann können wir hier dementsprechend, wie macht man hier auf, Robert? Das weißt du. Hier, so. So, das heißt, auch als Supercharger können wir laden. 10 auf 80% sind wir in 34 Minuten voll. Wir können bis zu 195 kW laden, was nicht so wirklich schnell ist. Wenn ich mir vorstelle, mein RS e-tron GT kann bis zu 270 kW laden und mittlerweile gibt es ja Ladestationen, die nicht nur bis 350 kW laden können, sondern sogar bis zu 400. Das finde ich ein bisschen schwach und ich meine 10 bis 80% in 34 Minuten ist schon auch lang. Finde ich sehr lang, ganz ehrlich. Wenn ich mir vorstelle, ich bin mit dem e-tron, bin ich eine Viertelstunde schneller. Von 10 auf 80% vollgeladen. Eine Viertelstunde ist schon wieder, ja, da hat der Robert schon wieder einiges erledigt, gell? Eben. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir steigen ein, oder? Robert, Ist wo das- gehst du noch hin? Du musst auf die rechte Seite. Ja, ich will noch für Oder mein willst du Video jetzt halt einsteigen. hinten links sitzen? Nee, hinten der rechts. Lounge-Sessel ist hinten rechts. Ja, steig du mal ein. Also würde ich sagen, steigen wir ein. Aber, warte, bevor wir einsteigen, Robert, ich mach mal die Tür auf, weil das muss man noch mal lassen. Ja, das ist wieder super Vorführeffekt. Du musst auf den Knopf drücken, nicht ziehen. Was? Du musst doch auf den Knopf Ach drücken. so, ja, stimmt. Genau, das ist, also da geht die erste Verwirrung schon los, weil ich kann mir ja die Tür hier manuell aufmachen. Ich mache sie wieder zu. Ich kann hier einmal draufdrücken, jetzt soll sie automatisch aufgehen. So, und jetzt kommt aber viel mehr die Verwirrung, Leute. Das ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Und zwar, um die Tür zuzumachen oder aufzumachen, habe ich dafür 3 Funktionen, beziehungsweise hier 3 Schalter. Ich kann hier einmal draufdrücken, dann geht die Tür zu. Ich kann hier einmal draufdrücken, dann geht die Tür zu. Und dann habe ich hier noch wie so ein Notknopf, kann man sagen, damit die Tür aufgeht. Bedeutet, zum Tür aufmachen habe ich theoretisch hier 3 Tasten, 3 Funktionen. Das finde ich gut. Das ist einfach Safety First, würde ich sagen, oder? Richtig. Also, dann machen wir wie im Rolls-Royce, drückt mal drauf und dann Jalla, Abfahrt. Robert, Ja? jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen, Okay, bevor und was? wir jetzt halt losfahren. Weil ich habe ja gesagt, ich bin ja so erstaunt, ich finde es ja so geil, dass alles mittlerweile gleich aussieht. Auf der einen Seite ist geil, auf der anderen Seite spart sich natürlich der Hersteller einen Haufen an Geld. Aber weißt du, was ich mich vorhin gefragt habe? Beziehungsweise, was heißt vorhin? Jetzt gerade. Und zwar die Motorhaube ist ja 1:1 gleich. Stimmt. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt machen wir mit die Motorhaube auf, was da drunter steckt, oder? Schauen wir doch mal rein. Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, dass ich vorne die Motorhaube aufmachen kann. Beim e-tron GT habe ich ja hinten einen Kofferraum und vorne habe ich auch einen Kofferraum. Also theoretisch müssten wir jetzt hier auch einen riesen Kofferraum haben. Vielleicht steckt ja doch dann hier jetzt der 12-Zylinder drunter. Ja. Aha. Okay, was ist das? Ja, das ist mal eine ordentliche Motorabdeckung, würde ich sagen. Okay, was ist da drunter? Was steckt da jetzt drunter? Geht das auf? Okay, dann reißt er da rum. Alter, es geht sogar auf. Alter, ich will nichts kaputt machen, nicht wenn ich jetzt hier gleich einen Stromschlag bekomme. Okay. Ja, Leute, da ist er. Da. Ja, Das Dieselaggregat. da haben wir ihn. Den Übeltäter. W16 haben wir am Start, oder? Nee, den Alter, was 48V. ist das denn? Was ist denn das? Keine Schau mal, wie das Ahnung. aussieht. Sieht ungesund aus. Das sieht aus wie eine Luftpumpe. Ja.
Vielleicht ist, Das sieht aus wie so ein Gerät, wo ich die Reifen immer aufpumpe. vielleicht ist es auch der Klimakompressor. Alter, das ist ja mal krass. Die Batterien stecken ja eigentlich alle. Wir machen besser wieder zu, weil ich bin nicht, bevor wir einen Stromschlag bekommen oder sonst was. Dann können wir nicht mehr fahren. Ich habe eh schon wieder alles aufgearbeitet. Schau dir das schon wieder an. Das Ding kannst du wegschmeißen. Okay, ich bin gespannt, ob es jetzt zugeht. Ja. Ja, geht auf jeden Fall zu. So, jetzt ist es soweit. Jetzt, Robert, jetzt fahren wir los. Auf geht's. Ja. Jetzt ist Zeit. Auf geht's. So. Oh, hier wieder dieses Gefühl. Dieser Ganghebel. Das ist geil. Kommst du eigentlich klar jetzt mit deiner Sitzkippe? Ja, mir ist echt warm. Schau mal, jetzt haben wir schon 1% Reichweite Ja. verloren wieder. Endlich. Siehst du das? Was ist ein B? B. Was ist denn B? Ja gut, alles klar. Dann fahren wir halt heute B. Aber stimmt, da steht D und B. Was? Hä? Okay. Ah, warte mal, was ist denn? Okay. Ja, ja. Zur Rekuperation ist das Ganze. Okay, jetzt verstehe ich das. Now comprende. Weil das ist nämlich eigentlich das Geile beim e-tron GT und das hat eigentlich so gut wie kein anderes Auto. Der Taycan hat das nämlich auch nicht, diese Schaltpedals. Und das finde ich nämlich so geil, wenn du nämlich so entlang fährst, ja, dann gleitest du dahin und dann drückst du immer wieder die Pedals für die Rekuperation und dann hast du wenigstens halt noch ein bisschen was zu tun. Vor allem das Komische hier ist jetzt beim i7, wir haben hier ein Pedal noch und ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Auch wenn wir hier Boost-Funktion haben. Ich würde sagen, das probieren wir gleich mal aus, oder? Nicht. Alter! Alter, schieb das Ding an, Mann! Junge, was ist das denn? Alter! Boah! Alter, das Ding geht voll echt gut um... Hier. Alter, das Ding geht voll echt gut. Hast du hinten alles fest? Nee, hinten ist mein Laptop. Wenn der kaputt ist, kann ich nicht mehr arbeiten. Ja, sehr gut. Dann hättest du den halt mal festmachen sollen. Alter. Wir wollten eigentlich entspannt losfahren, aber irgendwie geht das gerade nicht. Das ist dein Helm. Das ist wurscht. Vor allem, wir sind noch gar nicht in Sport. Das ist noch der normale Modus, das ist noch Komfort. Jetzt schon auf den ersten Metern, das meine ich, dieses Ansprechverhalten, es ist so viel geiler. Alter Junge. Es ist so viel geiler einfach, Leute. Oh, das ist eben genau hier, du redest von dem 7er BMW, das Gewicht und du merkst es wieder nicht. Du merkst es einfach nicht, dass wir hier über 2,6 Tonnen am Start haben. Und ich meine, gar keine Frage, Leute. Ich meine, ich werde meine Meinung nie dazu ändern, Leute, dass für mich einfach Petrolhead durch und durch. Aber ich sage euch eins, Leute, mittlerweile... Wieder geil, Mann. Schau mal, der hat gelbe Lichter. Alter. Sowas braucht man. Für uns, bei uns kommst du damit in den Knast. Ich werde dazu meine Meinung nie ändern. Für mich bleibt immer der Verbrennermotor an erster Stelle. Aber mittlerweile gibt es für mich Autos und da zählt genau hier dieses Auto mit dazu. Der neue 7er BMW, hier als i7, wo ich sage, rein elektrisch finde ich das viel geiler, weil ich brauche einfach keinen 8-Zylinder im 7er. Da wenn dann noch den 12-Zylinder, wo ich sage, richtig schön Boller-Modus auspacken, yeah. Wie der Robert, ja, wo ich sage, hey, ich habe den 12-Zylinder-Motor am Start. Das ist dasselbe wie bei der G-Klasse. G63, alles cool und schön mit dem 8-Zylinder, aber wenn du halt einfach einen 12-Zylinder drinnen hast, bist du halt einfach der Boss, ja. Ist so. Das kann der Robert immer raushängen lassen. Das ist einfach so. Nee, aber Leute, hier jetzt halt rein elektrisch, es ist einfach so viel geiler zum Fahren. Es ist erstens entspannt, aber auf der anderen Seite, wir sind im normalen Modus und ihr habt das gesehen beim Video, wenn du runterschaltest bei dem 67er, wie ewig das dauert, bis die Leistung kommt, ja. Und ich meine, soundtechnisch hören tust du auch nicht wirklich was, aber jetzt drücke ich hier drauf und die Leistung ist sofort am Start. Wir haben so sofort die Leistung. Ja stimmt, warte mal, da war das irgendwas hier, My Modes. So, schau, wir sind jetzt ganz normal im normalen Modus gewesen. Jetzt gehen wir mal in Sport. Ändert sich auch hier gleich die Anzeige. Und hier auch das Licht. Ach stimmt, ach, Alter. Krass, schau mal. Im M-Design. Rot auf blau übergehen. Das ist, Alter, das sieht ja, wie sexy sieht das denn bitte aus? Das habe ich eben noch nicht gesehen. Im Dunklen. Alter, das sieht mal richtig sexy aus. So, warte. Alter. Krass, krass. Jetzt überleg mal, der Punch gegenüber einem e-tron GT, der 400 Kilo weniger wiegt, ja, und du hast im e-tron hast du mit Overboost 626 PS am Start. Natürlich, das ist nochmal eine gute Schippe mehr, aber ich meine, Leute, du kannst jetzt hier nicht RS e-tron GT mit hier dem 7er vergleichen. Das ist krass. Das klingt ja witzig. Alter Schwede.
das ist eigentlich auch nicht Solide. schlecht. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Einzige, was man sagen muss, wenn wir jetzt schon wieder schauen, die Reichweite. Wir haben jetzt schon wieder 6% verloren, seitdem wir losgefahren sind. Vor 2 Minuten. Wo ist die denn hin? Und das finde ich, weil Leute, wir sind jetzt schon die letzte halbe Stunde gefahren. Wir sind nicht mit 100% vorhin losgefahren, wir sind so mit 90% losgefahren, aber wir haben jetzt 30% verbraucht und ich meine, wir sind ungefähr dreiviertel Stunde gefahren, schon ein bisschen sportlicher, ja, kann man ja auch sagen. Aber, schau mal hier, ich mache gar nichts, er bremst einfach automatisch. So geil. Klingt so Das ist witzig. schon krass. Ja. Oh, da ist es ein Untersteuern. Ja, das meine ich eben mit dem Gewicht. Du merkst das nicht, aber irgendwann kannst du es nicht mehr verstecken. Ich meine, vom Radstand her, er ist ja auch deutlich länger geworden, aber eben durch diese spezielle Hinterachslenkung, wo wir auch nochmal eine 48 Volt Batterie verbaut haben, damit es einfach vom Wankausgleich und allem deutlich stabiler ist, kommt dir das Auto deutlich kleiner vor. Weil wenn du nämlich hier fährst, wenn du hier drinnen sitzt, es fühlt sich einfach nicht mehr nach einem 7er an, nach so einem riesen Ding, sondern ich finde, das fühlt sich eher wie ein 5er an. So, aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal hier, My Modes, und schauen wir mal, was wir hier noch so für Modis haben. So, wir sind schon nur noch bei 54%, also das finde ich, das ist halt so ein bisschen so, ja, dieser Upturn, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn du hier nämlich mit einem E-Auto Gas gibst, ja, dann verbraucht das Ding halt schon echt ordentlich, ja. Und dann hast du natürlich hier den Efficient-Modus, schaltet sich hier auch alles wieder um. Dann wird das Ganze hier schön blau. Was haben wir hier noch am Start, Robert? Was haben wir denn hier noch? Wir haben den Relax-Modus. Was passiert denn da? Alter. Ah, okay, da sollte sich eigentlich das Ding runterfahren. Ja. Aber da ist die Kamera da davor. Aber jetzt fängt er an, mich zu massieren. Ja. Was ist Expressive? Was ist denn jetzt los? Was ist das? Musik? Ist das oder Musik? Was? Was zum Teufel ist das denn? Soll das jetzt Entspannung sein? Also ich werde übrigens weiter massiert. Ja, ich auch. Was? Ja, das ist halt einfach schon wieder, wo ich sage, nee. Wo ich Alter. einfach schon wieder sage, nee. Theo, was ist denn hier los, Mann? Oh, das ist laut. Was ist denn das? Das ist der Expressive Mode. Alter. Soll das Musik spielen oder was soll das werden? Also, Das ist abstrakt. jetzt mal ganz ehrlich, also wer findet sowas geil? Also ich find's geil. Weil das ist dasselbe auch wie beim neuen C63. Tut mir leid, wir haben einfach nur noch einen Vierzylinder am Start. Das ist der größte Witz vom Sound her. Null Emotionen mehr. Also Leute, für die einen alten C63 haben, sei es den 204, 205, ich rate euch nicht, euch den neuen C63 zuzulegen. Weil, ja, das Ding ist schnell, aber sonst ist das Ding der größte Witz vom Fahren her. Das ist einfach sowas von emotionslos und eben soundtechnisch, dieser ganze künstliche Sound, den du da mittlerweile drinnen hast. Jetzt ist ja, okay, jetzt sind wir hier in einem Elektroauto, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Also, was ist daran geil? Was ist daran geil? Ich verstehe nicht. Da sitzen Leute zusammen und denken sich, ja, das hauen wir jetzt halt rein, weil das ist bestimmt geil. Nee. Es gibt gewisse Sachen, wie zum Beispiel Porsche Taycan, da ist das so geil gemacht. Oder wie im RS e-tron GT, da ist es etwas dezenter, das Ganze. Aber es ist halt einfach mittlerweile so extrem künstlich, das Ganze. Und ich verstehe es ja einigermaßen auch bei einem Elektroauto. Aber bei einem Verbrennerauto, wie jetzt zum Beispiel mit dem neuen C63, wurde es halt einfach auf Not gedrungen. Man versucht künstlich diesen Sound rauszuholen. Oder macht man es eigentlich nur noch schlimmer damit. Ist so. Weil da habe ich lieber einfach, dann habe ich einfach keinen Sound. Dann sind mir einfach die Hände gebunden. Aber ja, so, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Aber ich sag dir eins, von der Reichweite her sind es 55 Meilen noch. Wir haben 98 Meilen Restreichweite. Ach, wir haben das jetzt ist doch genau richtig entspannt. 50%. Was sind denn 98 Meilen in Kilometern?
Keine Ahnung, Ja, Robert. 10 Essiggurken. Das ist sehr gut, wie du das wieder umrechnest. Kannst du mal bitte kurz googeln. So, 157 Kilometer. Wir sind jetzt genau bei 50%. Wir haben eigentlich, wenn der vollgeladen ist, eine komplette Reichweite von 615 Kilometern. Wie soll denn sowas gehen? Da müssten wir ja eigentlich jetzt bei 50% noch ohne Probleme 300 Kilometer haben. Oder zumindest 250 Kilometer. Ja. Wie kann das sein, dass der Kübel jetzt nur noch 150 Kilometer Restreichweite hat? Weil du einen Gasfuß hast. Wir sind jetzt halt nicht so gefahren. Ne? Weiß ich nicht. Ja, Ich habe nicht zugeschaut. Wir haben uns an Ui. die amerikanischen Rechtsfahrgebote gehalten. Genau. Also nee, also ernst gemeint jetzt. Das ist auch schon wieder, wo ich sage, finde ich schade. Finde ich echt schade, weil es bisher einfach immer noch kein Hersteller hinbekommen hat, wo man sagt, das Ding fährt einfach jetzt seine 600 Kilometer. Du kriegst das Ding nicht platt. Das Einzige, wo ich begeistert gewesen bin, war damals SQE. SEQ? Nee, SQE stimmt schon. Oder die EQS. Nee, EQS ist die E-Klasse. Da war ich wieder enttäuscht. Den sind wir damals nee, stopp. Nee, es war EQE. Nee, stimmt schon. EQS. Ja, EQS. Ach, was heißt denn? Da kommst du echt komplett durcheinander. EQS, das Ding war geil. Der hat, glaube ich, sogar eine Reichweite von über 700 Kilometer gehabt. Und das Ding hast du echt nicht tot bekommen. Und da sind wir auch Bergpässe gefahren. Wo ich enttäuscht gewesen bin, war der SQI. Den sind wir damals gefahren, den 53er. Da haben wir erst gar kein Video gemacht, weil ich so enttäuscht gewesen bin. Nee, der EQE meinst du? Genau, EQI. Ich sage, Ja, du kommst komplett durcheinander. EQI 53, Leute, haben wir kein YouTube-Video gemacht, weil ich bin einfach so enttäuscht gewesen von dem Auto. Ich bin mit einer Begeisterung zu dem Auto hingegangen. Ich fand ihn jetzt halt außen nicht geil. Vom Look her ist einfach nicht gelungen, aber Innenraum war echt geil mit dem ganzen Alcantara und so. Aber ich sage euch eins, Leute, da ging nichts vorwärts und wo du einfach sagst, sowas soll einen E63 ersetzen, weil es gibt ja keine 63er Version beim EQI rein elektrisch, sondern das ist schon das Nonplusultra und das war komplett enttäuschend. Das war einfach, ja. Sehr traurig. Es war einfach schade, deswegen haben wir einfach kein YouTube-Video gedreht. Ja, aber wie gesagt, hier, ja, schau mal, er ist von 49% auf 50% wieder. Boah, warum lädt der jetzt so krass? Das kannst du ja normalerweise ja auch einstellen. Das ist eben das Geile beim e-tron GT, Leute, weil du hast die Pedals am Start und wenn du zweimal Minus drückst, dann hast du je nachdem, kannst du sagen, Rekuperation, möchtest du es normal haben oder möchtest du stark haben, auch eben cool gemacht. Bei Mercedes, beim EQS, ich weiß nicht, ob es die EQI hatte, da hast du es auch mit der Rekuperation. Da muss man wirklich sagen, da war Mercedes am besten von der Rekuperation. Hier verstehe ich jetzt halt nicht, warum er so extrem rekuperiert. Ich weiß, du kannst es dir einstellen, ob du soft, stark oder mittel haben willst, aber da wäre es halt jetzt geil, wenn du es dir einstellen könntest, irgendwo mit den Pedals. Das finde ich ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, sonst bin ich mal wirklich gespannt, Leute, wie sich das alles so entwickeln wird. Vor allem, was das ganze Thema Sportwagen angeht oder auch so ein M4. Ja? Wenn der rein elektrisch kommt, wie geil wird das werden? Weil das Ding extrem schnell sein wird, gar keine Frage. Nur die Frage ist, ja, wie emotional wird das Ganze werden? Von daher, Leute, also ich kann immer nur wieder den Rat geben, ja, auch jetzt neuer M2 von BMW vorgestellt, das ist so ein geiles Teil, holt euch diese Kiste, das wird nicht mehr kommen, das wird es nicht mehr geben, auch rein mit Schaltgetriebe, ja, rein manuelles Getriebe, wo du jetzt schon 500 € Aufpreis zahlst gegenüber Automatikgetriebe, also für die Leute, die sich da am Überlegen sind, den M2 sich zu holen, glaubt mir eins, überlegt das gar nicht, ihr müsst dazuschlagen. Ihr müsst dazuschlagen, sowas wird einfach nicht mehr kommen. Robert, wie findest du es eigentlich heute, dass ich so Geschichten auspacke? Das finde ich toll. Das ist einfach, weißt du, wenn du in so einem 7er sitzt, das ist einfach so gemütlich da. Ja. Du sitzt neben mir, du sitzt sogar auch mal vor. Ach, Katzel. Heute, wo sind das jetzt herkommen? Der war aber ordentlich. Du sitzt sogar heute ausnahmsweise mal vorne. Was ist denn da los? Ja, ich dachte mal, ich sitze hier neben dir. Sonst willst du immer so weit weg von mir sitzen. Nö, nicht weit weg, aber entspannt. Ja. So Leute, dann sind wir hier auf der Autobahn auf dem Das ist keine Autobahn, ja? Highway. Ein Highway. Ja, ich wollte es doch nur, ich habe mich doch gerade schon verbessert. Ja? Okay, Nee, aber das ist, danke Moment, dass du mich daran erinnerst. So, und ich nehme eine Sache wieder zurück. Und zwar, das ist das Thema Reichweite. Da habe ich nämlich ja vorhin kurz gesagt gehabt, dass ich da nicht so begeistert bin
Aber es ist krass, Alter, dieser echt? sich wieder aufgeladen hat. Alter. Was hat er vorhin angezeigt gehabt? 90 Meilen Ja, nur noch? 90 Meilen. Und da waren wir auch bei 50%. Und jetzt, Robert, rechne mal ganz kurz, was sind 143 Meilen Ich in rechne Kilometern? das um. Das sind 143 MI, sind 230 Kilometer. So, und das, Ja, ja. geht schon in die richtige Richtung. Geht schon in die richtige Richtung, 49%. Und wir sind jetzt schon eigentlich sportlich weitergefahren. Übrigens, ja, Amerika, Rechtsfahrgebot, rechts überholen ist hier legal. Ja, so wie 130 für Elektrofahrzeuge in Österreich. Ja, klar. Darfst du auch. Ja, aber halt, wenn Mit du dem ein österreichisches Kennzeichen hast. Ja, ich bin halt einfach der geborene Elektrofahrer. Ja? Ja. Ist halt einfach so. Finde ich gut. Und es wird immer besser. Ja, es wird es immer wird besser. sehr viel Schau, besser. wir sind doch jetzt schon bei 144 Meilen. Hä? Und das Schöne ist, Leute, weil wir hier eben USA sind, auf dem Highway unterwegs, kann hier der neue 7er komplett rein automatisch fahren. Bedeutet, ich kann einfach die Hände wegnehmen und ja, brauche einfach nichts mehr machen. Das Einzige, was ich ab und zu machen muss, ist das Lenkrad berühren. Das ist das Einzige, wie er jetzt zum Beispiel jetzt gerade sagt. Es kommt immer ganz unterschiedlich und sonst müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Und es ist immer wieder faszinierend, wie scharf hier diese Kamera ist. Das ist schon verrückt. Ja, generell würde ich sagen, Robert, wir kommen hier jetzt zum Outro, zum Feedback vom neuen 7er BMW. Und ja, wie gesagt, meine Meinung und ich halte dabei fest, der neue 7er ist einfach extrem gelungen und noch gelungener hier als rein elektrisch das Ganze. Dass sowas mal aus deinem Mund kommt. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich, also meiner Meinung nach könnte hier der neue 7er auch einfach nur rein elektrisch angeboten werden. Vielleicht noch mit dem Dieselmotor. Ich kann das voll und ganz verstehen, dass der 67er mit dem V8-Motor nur hier USA erhältlich sein wird. Und ich sag dir ganz ehrlich, du hast jetzt gesehen, von der Leistung her, es hat sich sowas von viel mehr gebockt. Einfach vom Ansprechverhalten. Und da passt es. Bei dem Auto, hier bei dem neuen 7er, passt das perfekt hier rein elektrisch. Ich könnte mir echt nicht anders vorstellen. Ich fand das so geil, wie tiefenentspannt es auf der einen Seite ist und dann auf der anderen Seite gefühlt auf jeden Fall, auch wenn er 0 auf 100 langsamer ist, aber einfach, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, aufs Gas drauf drückst, wie viel mehr Punch da ist gegenüber den 67er, der Top-Version mit dem Verbrennermotor. Und auch generell, neuer 7er, muss man jetzt mal wirklich ehrlich sagen, Hut ab an BMW, was die hier Arbeit geleistet haben. Denn nicht nur was das Ganze vom Design her außen angeht, wie luxuriös das Ganze ankommt, aber auch aggressiv jetzt hier in der Ausstattung mit jetzt hier der M-Ausstattung, aber auch was dann das Ganze aerodynamisch bringt, bis hin zum Innenraum. Ich meine, zieh dir das einfach nochmal rein. Wir reden hier von dem 7er BMW, was sich da getan hat zum neuen. Wenn man schaut, beim alten, da war 5er und 7er, war kaum Unterschied, außer hier und da ein bisschen mehr Leder und das war's. Aber auch diese ganze Technik, was sich hier getan hat, sei es hier vorne für den Fahrer, die Assistenzsysteme, dieser Curved Display, diese ganze Verarbeitung, bis hin hier, wo wir uns den Sitz verstellen können. Das ist sowas von faszinierend. Aber dann auch bis hin nach hinten, diesen riesen Display, den wir da haben, in Verbindung mit den 36 Lautsprechern, 8K. Robert ist hinten am Videoschneiden schön in seinem Lounge-Sessel. Ich finde es übrigens echt schön von dir heute, dass du dich auch mal nach vorne zu mir gesellt hast. Ausnahmsweise. Ja? Es war wirklich eine Ausnahme gewesen. Ja. Ja, und das meine ich eben bei dem neuen 7er, dieses Komplett-Package hat es einfach hier ausgemacht. Es gibt einfach nichts anderes momentan auf dem Markt. Also da muss Mercedes schon ordentlich nachholen mit der S-Klasse, weil bei Mercedes mit der S-Klasse sieht alles schön und gut aus, aber wenn du dann genau hinschaust, ja, da fehlt schon hier und da das Leder. Da ist hier BMW, der neue 7er ist halt schon komplett Next Level als Gesamtpackage. Und von daher würde ich sagen, Robert, wir machen Schluss hier mit dem Video. Wir befinden uns jetzt jetzt ist es dann bald soweit. 25 Minuten, ne? Weil dann geht es nämlich zum Essen. Ne? Schön In-N-Out-Burger gönnen wir uns heute. Weil ich meine, wir hatten ja erst mittags einen Burger. Ne, weiß ich nichts davon. Ja, echt? Weißt du nichts mehr? Ja, deswegen würde ich sagen, es gibt hier schön In-N-Out-Burger jetzt. Und ja, Leute, ich bin gespannt auf euer Feedback, was ihr hier zu dem neuen 7er und vor allem hier den i7 sagt.
Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier von dem Video. Wir lassen uns einmal hier von dem Kia abziehen. Und Alter. ja, die hat aber geschaut. Ich glaube, die will rennen, Robert. Die will Alter. rennen. Boah. Die will Boah. rennen. Boah. Und von daher würde Boah, ich sagen, Scheiße. sind wir durch.